Willkommen zu einem neuen Video des Teile-Kanals. Nun, ich werde ein kurzes Video machen, das eine Frage beantwortet, die Sie mir zu Problemen beim Bremsen und Leistungsverlust im Fahrzeug hinterlassen haben. Mal sehen. Das Problem, das ich habe, das Auto ist, dass wenn ich das erste Mal bremse, es bremst gut. Aber ich habe meinen Fuß vom Bremspedal genommen und ab dem zweiten Versuch fängt es an, sich zu versteifen. Jedes Mal, wenn ich wieder darauf trete, höre ich auch einen Luftstoß auf den Bremspedal. Was könnte es sein? Vakuumpumpe, Booster? Sehen Sie, Sie sagten, dass vor diesem Problem der Leistungsverlust des Autos alles mit demselben zusammenhängen kann? Sehen Sie, die Antwort ist ja. Dieser Atemzug, den Sie hören, ist es, weil das Rückschlagventil, das es hat, das ist ein Bremskraftverstärker und es hat ein Rückschlagventil im Inneren und dieses Ventil ist offen und dieses Ventil sollte geschlossen sein. Dieses Ventil öffnet nur beim Bremsen, um den Unterdruck durch Luft aus dem auszugleichen außen. Damit das Pedal des F-Freno geht in Ausgangsstellung zurück, bleibt er offen, geht die Dichtung verloren, womit der Unterdruck verloren geht, weil wie gesagt ständig Luft von außen dringt, also beim ersten Bremsen. Naja, es kann sein, dass genug Unterdruck zum Bremsen vorhanden ist, aber gerade wegen des geöffneten Rückschlagventils wird nicht genügend Unterdruck erzeugt, um dauerhaft bremsen zu können. Außerdem muss die Unterdruckpumpe den Unterdruck verteilen. Vakuum zwischen dem Bremsservo, zwischen dem Turboaktuator und zwischen dem AGR-Aktuator. Wenn es Vakuum verliert, wird es nicht genug Vakuum bekommen, damit der Turboaktuator arbeitet. Das bedeutet, dass, wenn der aktuelle Turbo eine Feder hat, die tariert ist, Z-Beispiel, bei 2 bar Druck und genügend Vakuum ist erforderlich, um diese 2 bar Druck zu überwinden, aber wenn hier das Vakuum verloren geht, kann die Feder des Turboaktuators nicht bewegt werden, so dass der Aktuator des Turbos nicht funktioniert. Das Fahrzeug verliert Leistung, weil es ohne Turbo fahren wird. Dies würde auch den AGR-Aktuator betreffen, wenn er auch pneumatisch wäre. Nun, hier haben Sie dieses kurze Video. Hier ist die Lösung: den Bremskraftverstärker zu wechseln, und das Problem sollte gelöst sein. Nun, wie gesagt, hier haben Sie dieses kurze Video, und wenn es für Sie nützlich war, dann vergessen Sie es nicht, um ein Like zu geben und den Kanal zu abonnieren.